Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es darum, dass wir versuchen, unser Riesenfeld hier, ja, mal gucken, ob es hier überhaupt was macht, genau, unser Riesenfeld hier mal zu animieren. So, und dann schauen wir mal, ob es klappt. Wir gehen jetzt erstmal, machen wir hier die ganzen Dinger zu. Unser Bild lassen wir jetzt oder nehmen wir jetzt erstmal hier weg. Na, so, dass es dann also hier im Port nicht gezeigt wird und nachher im Render auch nicht. Das heißt, Plane ist auch schon wieder da. Wir können das jetzt hochnehmen. Die Klötze sind alle da. Den nehmen wir, den nehmen wir. Und jetzt gehen wir noch einmal über die Klötze drüber. Ups. So grob. Machen wir 7 Top View. Und gucken einmal so ein bisschen, ob wir noch irgendwo ein paar falsche haben von der Farbe. Da ist einer schwarz. Object und Material. Gut, jetzt ist er auch orange. Gut, damit sieht das soweit gut aus. Dann machen wir hier mal wieder alles sichtbar. So, so, die Kamera brauchen wir ja theoretisch noch nicht. Wir wollen ja erstmal animieren. So. Dann nehmen wir hier unsere Plane. Wenn er die jetzt auswählen würde. Ja, machen wir eben erstmal speichern hier. Tipp. Gehen wir hier mal eben hin. Plane. Die Plane. So. Dann sagen wir Rigid Body. Die ist jetzt passiv. Und wir nehmen Box. Und fertig. Dann gehen wir in Stage 2. Nehmen die Plane. Nehmen die Plane. Und sagen Object, Rigid Body. Ach. So, verkehrten gedrückt. Und nein, erst die. Dann die. Und dann nochmal Rigid Body. Copy from Active. Und dasselbe machen wir jetzt noch mit dem Cube. Das ist dann der Object Rigid Body Copy from Active. Damit ist der auch dann passiv.
Dann gehen wir hoch. Und sagen hier und nutzen den Cube, die Plane, und dann die Plane. Das müsste dann die oder die sein. Gut. Und da sagen wir jetzt dann auch, nehmen wir die. Das ist jetzt die große. Und dann machen wir auch Copy from Active von Rigid Body. Dann gehen wir mal auf unsere Timeline. Na, wo ist sie? Da. Gehen wir auf 0 oder 1. So. Normalerweise haben wir hier den Zylinder, den ich gerade überhaupt nicht finde. Machen wir mal. Clear Animation Data. Aber wo ist die hin? Da ist was. 7. Top View. Warum die da ist, weiß ich nicht. Ich hatte die mit rübergezogen. So, dann nehmen wir mal eben mit N das Side Panel. Gehen auf Item. Gehen auf Cube. Und das ist jetzt Y. strgc. Machen wir dann hier bei Y V. Damit sollten wir dieselbe Höhe haben mittig. Und jetzt können wir GX. Ja, sieht gut aus, würde ich sagen. Ist beide Seiten so eben drin. Passt. So, dann nehmen wir den als erstes. Dann machen wir alle drei. Den und nehmen hier oben den. Dann sagen wir auch Copy from Rigid Body, Copy from Active. Come on. So. Dann haben wir jetzt eigentlich alle Passiven soweit fertig. Obwohl die Stange auch aktiv sein kann. Die müssen wir sowieso umändern. Habe ich einen Fehler. Erstens ist das keine Box, das ist ein Zylinder. Und ich mache
Ne, ich lasse es passiv. Okay, aber Zylinder muss. Gut, damit haben wir dann jetzt hier die Stages. Die machen wir jetzt einmal weg. Tab, dann hier oben den und den. Damit haben wir dann am Ende nur noch die Cubes eigentlich. So, und hier unten auch. Da ist dann wieder unser Anfang. Ups, ein bisschen weit. So, und der kriegt jetzt auch ein Rigged Body. Active, Dynamic und Box. Und jetzt machen wir mal A. Damit sollten jetzt alle ausgewählt werden. Sieht man jetzt auch schön alles. Und das dahinter eigentlich auch. Ja, da bis zum Ende. Und jetzt ärgern wir den Computer wieder so richtig. Das wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Indem ich jetzt sage, Rigged Body, Copy from Active. Und jetzt darf er rechnen. Och, das ging schneller als gedacht. Und jetzt können wir mal eben wieder alles anmachen. So. Damit haben wir den hier, den. Alles da. Und jetzt fischen wir uns einfach mal da so ein Cube raus. Jo, und der hat auch alles da. So, jetzt kommt das wahrscheinlich richtige Computer. Oder ja, schauen wir mal, wie Computer ärgern. Wir speichern erst nochmal ab. Save. Und gucken dann mal eben hier unser Output. Wir lassen 5000, 60 Frames, passt. Da bin ich soweit zufrieden. Und dann gehen wir hier auf Rigged World. Ich lasse das mit Speed 3000, Cache. Ich möchte 5 bis 5000 Frames und dann sagen wir jetzt mal ganz frech Bake. Ja, und jetzt dauern 5000 Frames dementsprechend lange. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Gestern Abend ist leider mein Rechner abgeschmiert, also war das dann nichts mehr mit dem zu Ende rendern. Somit ja, muss ich jetzt nochmal anfangen. Habe dann aber durchgerechnet, theoretisch würde ich es schaffen, um etwas Zeit zu sparen. Diesmal nur könnte ich 500 Frames theoretisch runtergehen. Das machen wir jetzt einmal. So, dann Enter. Und dasselbe können wir dann hier in Rigid Body auch machen. Auf 4500. Und ja, jetzt bleibt uns nichts anderes. Wir machen jetzt erstmal ein paar Minuten rendern. Gucken mal, ob dann alles stehen bleibt, weil ich hatte nämlich auch das Problem, dass ich hier, wie heißt es, die, die beiden Tunnel verkehrt, ach, wie heißt es?
einen verkehrten Rigid Body gegeben habe. Und zwar, na, komm schon, nehmen wir da. Oh, jetzt haben wir ihn. Und zwar muss man hier auf Mesh gehen, weil wenn der auf Cube war, habe ich dann noch gesehen, also hier Box. Und dann haben wir das Problem, dass der innen drin keine Steine haben kann und sprengt alles raus. Und den Fehler musste ich auch beheben, deswegen will ich das jetzt einmal, sorry, deswegen will ich das jetzt einmal nochmal ein paar Minuten durchlaufen lassen und wenn das dann funktioniert, dass am Anfang nichts fällt, dann will ich es richtig durchlaufen lassen. Und deswegen gehen wir dann hier erstmal nochmal auf die Timeline und sagen dann hier mal Bake. Und jetzt kann er mal ein bisschen laufen, sagen wir so 120 Frames und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Gut, dann sagen wir mal Escape. Damit haben wir die Frames, sag ich mal, gebaked. So, damit sind wir bei Frame 1. Und C gehen wir bis Frame 10. So, auf den ersten Blick ist noch nichts gefallen, sagen wir mal. Schon mal gut. Die Stange ist auch noch da. Okay, dann machen wir mal eben hier den machen wir klein. Den machen wir klein. Den machen wir klein. Ah, da müssen wir noch mal dran. So, dann machen wir den einmal weg und den einmal weg. Da ist auch nichts gefallen. Wow. Da ist noch nichts gefallen. Aber da. Gut. 118. Also wie man sieht, es geht langsam. Und jetzt gucken wir noch einmal weiter, weil normalerweise wäre dann hier schon was gefallen. Gut, das sieht soweit gut aus. So, da hinten steht auch noch alles. Gut, dann lassen wir die Cubes erstmal wiederkommen. So. Und sagen Delete Bake. Und dann baken wir noch einmal von Anfang an bis jetzt alles durch. Das wird jetzt ein bisschen dauern und dann melde ich mich, wenn es wieder soweit ist. Das hat jetzt mal länger gedauert, als ich gedacht habe. Und zwar, ich hatte mit 3 Stunden gerechnet, es waren jetzt 6 Stunden. Allerdings schauen wir mal, wie es jetzt dann läuft. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen durch. So, schauen wir mal. Ja, da fängt es dann quasi schon an. Wir
gucken nochmal. Also so richtig runtergefallen ist nix. Jo, da steht auch noch alles. Das ist schon mal super. Und jetzt können wir im gleichen theoretisch die Kamera direkt noch mit aktivieren, wenn wir die jetzt auch auf Anmachen und dann auf 0 drücken, sind wir theoretisch sogar schon ziemlich passend. Klicken wir die Kamera mal an. Das heißt, dann gehen wir mal auf 800. Was macht der bei hier? Und bei 800 machen wir mal N Side Panel Item. Da machen wir mal Rotation um X weniger. Ach, verdammt. Um Z wollte ich. Ja. So, und dann mache ich damit mal ein Keyframe. Das heißt, von da nach da passt soweit alles. Gut, dann, ups, würde die Kamera jetzt weitergehen und jetzt bin ich mir nicht wirklich sicher, was ich am besten mache, ob ich jetzt rausscroll nach oben, um dann weiterzukommen, oder ob ich nur einen Teil mitnehme. Aber theoretisch wäre es ja schön, einmal raus zu scrollen oder raus zu zoomen oder hier größer zu werden. Und dann schauen wir mal. Dafür machen wir jetzt hier erstmal die restlichen Kamera-Icons mal weg. So, machen wir entfernen. Und dann gucken wir mal weiter. Gehen wir mal nach hier. Da können wir jetzt sagen, wir gehen ein bisschen weiter hoch, dass das sozusagen da passt. Und wir rotieren noch ein bisschen weiter um Z, dass wir sagen, wir sind hier bei 3. Aber vielleicht war 3 doch noch ein bisschen. Nehmen wir 6. Wir hatten 19. Nehmen wir 9. So. Genau. Und dann rotieren wir um X mal noch ein bisschen. Jetzt geht unsere Kamera-View uns ein bisschen rein. So,
Machen wir schon mal Keyframe rein. Ah, jetzt haben wir ihn. Ah, hat wieder rausgenommen. Aber wenn man zweimal drauf drückt, ne? So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen zurück. Gehen ein bisschen weiter. Sagen jetzt X-Achse gehen wir mal auf 45. Hier gehen wir mal auf 6. Und machen auch einen Keyframe Location Rotation. Oder ich fände es anders vielleicht auch noch cool, indem man mit der Schräge mitfährt. Warte, gehen wir nochmal nach da. Na, und dann nach da. Ja. So, vielleicht machen wir das dann doch nochmal. So. So, und sagen dann für den K. Dann gehen wir nach da. Rotieren doch weiter. So. Vielleicht noch ein Stückchen. So, sagen wir auch K. Location Rotation. Machen wir das Ganze nochmal neu. Pixelparade. Ja, das könnte man wahrscheinlich so lassen. Dann gehen wir mal noch so ein Stück weiter. Plus, minus. Allerdings habe ich am selben. Na, ne, war ja schon weiter. K. Location und Rotation.
So, nächster Punkt. Dann soll er das auch wieder ein paar halten. So, Location Rotation. Und jetzt gucken wir mal, wo wir da ungefähr hinkommen. Da gehen wir dann ein bisschen höher wieder und zoomen ein bisschen ran. So, machen wir auch Location Rotation und wir machen den wieder auf 500. Müsste theoretisch nicht ganz, dann machen wir 750. Okay. Dann lassen wir erstmal 1000. Okay. Dann machen wir jetzt nochmal weiter. Gehen wir mal bis 3.1. Ziehen wir dann auch hoch. Das war zu viel. So, machen wir jetzt nochmal Location Rotation. Jetzt versuchen wir den nochmal. 50. Gut, das passt. Denke ich erstmal. Gehen wir mal nach 3,5. So, dann machen wir auch wieder Location Rotation. Dann setzen wir den mal auf 500. Keyframe. Machen wir mal 4. Ist ein bisschen zu weit. 3,8. So, Location und Rotation. Und den lassen wir jetzt mal einen noch. Okay. Location Rotation. Dann haben wir das ein bisschen ausgehalten. Eine Sekunde. Obwohl von da, wir können den noch ein bisschen weiter ziehen. Egal.
So, lassen wir bis da. Dann soll er von da aus einmal in die Gesamtperspektive. 8, 2, 3, ungefähr 4 Sekunden, sagen wir mal. Da machen wir jetzt 1200. Ah, Moment, genau. Machen wir den da. Dann soll er das Bild oben ein paar Sekunden halten. Sagen wir mal bis nach da. Kriegt er auch nochmal ein Keyframe. Und dann muss er natürlich wieder runter. »50«. Und wenn ich dann schon mal hier bin, will ich jetzt, dass das gedreht wird. So. Vielleicht noch einen näher dran. Noch einen näher dran, noch einen näher dran, dass man nachher sieht, wie die Stange runtergeht. Machen wir K, Location und Rotation. Und hier machen wir wieder nur 250. So. Und jetzt können wir nach hier gehen. So. Und dann gehen wir jetzt mal raus und sagen Rotation 0. Okay, da haben wir es nicht ganz so. Da müssen wir um Z noch einmal 90 Grad. Super. Und jetzt wollen wir natürlich Z. Machen wir mal 1000. 980. Neun, acht, zwei.
So, dann mache ich K, Location und Rotation und denselben kopiere ich mir Shift D, pack den nach da. Den entferne ich. Habe ich jetzt den verkehrten entfernt? Okay. So, das heißt, von da ist er kurz davor. Da ist er drin. Bis da bleibt er. Und da geht er dann wieder runter. Runter. Da, oh, okay. Das ist gut. Da ist das mittig. Dann machen wir mal K, Location, Rotation. Nein. Oh. K, Location, Rotation. K, Location, Rotation. K, Location, Rotation. Okay, das sollte passen. Jetzt müssten wir mal gucken, wo der kommt. Zylinder. Und ich hatte alles gelöscht. Hehe. Kamera. Dem möchte ich dann ein paar Sekunden geben. Oder ein paar Frames geben. 25, 30. So. Nehmen wir hier den Zylinder. Das heißt, wir machen K, Location und Rotation.
Gut. Und dazu müssen wir dann auf Physics, Animated, einen Haken rein. Dann gehen wir einen zurück. Machen Animated, Haken raus. Und dann sagen wir, wie schnell soll der sich senken. Sagen wir Grad 2 Sekunden, 3 Sekunden. Ne? ...35... Sagen wir mal hier. Und dann nehmen wir den jetzt und sagen Z. Der hat eine Dicke von 0,2. Ist dann 0,1. Damit sollte der direkt auf dem Boden liegen. Und machen wir einen Keyframe, Location, Rotation. Und Animated machen wir nochmal einen rein. Dann gehen wir einen weiter und sagen dann Animated raus und auch wieder ein Keyframe. Ja, kommt er. So, haben wir. Und dann können wir jetzt noch wieder ein paar Sekunden geben, um dann die Kamera theoretisch weiterzuführen. Aber das können wir dann machen, wenn der Rest dann fällt. Deswegen sagen wir jetzt erstmal File, Save. Dann sagen wir gehen mit 0 mal eben aus der Kamera raus. Wo bin ich denn hier? Okay. Ah, ich bin hier hinten sogar. Jo, das sieht gut aus. Stange liegt da schön. Passt. Perfekt. Dann können wir aber definitiv 500. Ich werde aber wieder auf 530 gehen. So. Und werde dann hier mal, weil 500 Punkte mehr ist nicht viel, oder machen wir 550. 5500. Dann hier auch. Delete Bake 5500. Und dann machen wir das Ganze noch einmal und dann hören wir uns danach nochmal wieder. Also bis dahin, 5, wahrscheinlich wieder mehr Stunden, müssen wir jetzt warten, bevor es dann weitergeht. Also auf wie Bake. Nach nun 9 Stunden und zwischendurch Computer ausmachen, weil ich zur Arbeit musste, geht es nun weiter. Und zwar hat das jetzt hier funktioniert mit unserer, ich gehe mal eben auf die Timeline. Wo waren wir? Irgendwas mit 4
Jawohl. So, hat das jetzt funktioniert mit unserer Stange, die runtergeht. Das heißt, hier sind wir noch am Hinscrollen. Hier sind wir unten. Und dann geht die Stange langsam runter und der nächste wird angestoßen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter, um die Kamera weiter fertig zu machen. Da sind wir in der Ecke, das heißt, wir gehen ein paar Frames noch vor. So möchte ich nämlich dann schon in der Ecke sein. Ja, gucken wir mal, dass wir mittig sind. So, noch ein bisschen hoch. Und dann setzen wir mal mit K einen Keyframe für Location und Rotation. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Okay, wir gehen mal eben auf die Stange. Ach. Zylinder. Das heißt, er ist da unten bei 4,5. Gehen wir noch ein klein bisschen zurück. So, und nach da möchte ich dann den hier duplizieren. Shift D. Oh, nicht so weit. Ja, ungefähr da. Und dann geht das auch besser. Das heißt, da sind wir noch oben. Da geht dann die Stange runter. Da ist die Stange dann unten. Und dann gehen wir hier mit den mit. Dann gucken wir mal eben. Da sind wir weiter. Das heißt, ich nehme jetzt auch den. Mache nochmal Shift D. Ziehe den rüber bis nach hier ungefähr. So. Dann gehen wir mal ein Stück weiter. So. Gehen ein bisschen hoch. Und gehen wir mit. So, dass das ungefähr mittig ist. Und jetzt machen wir auch mal einen Keyframe. Ja, das würde ich sagen, sieht gut aus. Dann gehen wir mal weiter. Machen wir auch noch mal ein Keyframe. Leck, das hat nicht mal gereicht. 5,5. Oh, ich habe keine Lust, das nochmal zu rendern. Machen
machen wir jetzt hier auf jeden Fall noch ein Keyframe, damit wir sehen, wo wir ungefähr sind. Dann hätte ich gestern Abend auch ruhig noch mal mehr machen können. Kann ich ja locker noch mal 1000 Keyframes hinterhängen. Ah, das war zu viel. K, Location und Rotation. Gut, das lassen wir so. Und jetzt kriege ich eine Krise. Ich speichere jetzt erst einmal. Ne, Moment, ich mache jetzt erst 556500. Und dann können wir das Ganze hier auch nochmal machen. So komme ich nie zum Ende. Cache. Delete Bake. 6500. Dann speichern wir mal einmal. Save. So, gespeichert haben wir. Dann machen wir jetzt noch einmal alles durchlaufen lassen. So, für euch ist es dann gleich schnell vorbei. Für mich dauert es jetzt wieder Ewigkeiten. Und bis dahin, wir sehen uns. So, da sind wir wieder. Muss mich noch kurz entschuldigen. Ich habe letzte Mal dann vergessen, noch einmal OBS zu starten. Oder vielmehr, ich hatte es gestartet, aber vergessen auf Aufnehmen zu drücken. Die 550 Frames hatten nicht ausgereicht, deswegen musste ich noch einmal neu baken auf 650 Frames, dass wir hier bis zum Ende kommen, und dann habe ich auch direkt angefangen, das zu rendern. Das heißt, ich habe jetzt alle 650 Frames gerendert und somit haben wir die Animation im Grunde zusammen. Und deswegen möchte ich dann direkt mit euch dann jetzt auch ein Video daraus machen. Das heißt, abgespeichert war das. Und das heißt, ich kann auf Neu gehen, Video Editing. Ja, er möchte nochmal speichern, sagen wir Save. Und das dauert jetzt ein bisschen, weil die Grunddatei mittlerweile 13 GB groß ist. Da ist die Festplatte am Rennen, trotz dass es ein SSD ist. Allerdings, ja, ist das bis jetzt das größte Projekt, was ich gemacht habe, von der Dateigröße her und von der Auslastung meines PCs her. Und jetzt bin ich dann gleich mal gespannt, was im Video-Editing da rauskommt. Gut, da haben wir es. So, dann machen wir erst wieder die Auflösung ändern auf 4K. Dann 60 Frames hatten wir. Dann 6500 Frames. Und dann können wir den Speicherort noch angeben. Boah, ist das schön, wenn das nicht mehr leckt. Video 17. Und da packen wir das dann mit rein. Gecapped. So, dann möchte ich View wieder den Timecode weg haben. Ich möchte die Frames sehen. Und dann können wir schon mit Shift A Image-Sequenz einfügen. Und dann nehmen wir hier unsere 6500 Bilder. So. Add Image Script. Und dann können wir das einmal durchlaufen lassen. Gucken wir mal, wie es aussieht.
Ja, es sieht ja mal interessant aus. Finde ich, kann man so laufen lassen. Aber das ist jetzt ein bisschen lang, der Weg, aber ist okay. Ja, zum Schluss sind noch ein paar Frames, wo er immer dasselbe Bild erstellt hat, aber okay, ist halt so. Gut, ich finde, das sieht soweit gut aus. Da wollen wir dann jetzt erstmal speichere ich das, Save As, nehme ich den letzten hier 17 und mache dann ein minus Video dahinter. So habe ich das, glaube ich, bei den anderen genau auch gemacht. Ups, Punkt. So. Save. Und dann soll er das mal rendern und erstellen. So. Jo, das dauert jetzt auch wieder ein bisschen. Damit haben wir das Video jetzt auch zusammengefügt oder die Bilder zum Video zusammengefügt. Wir können das jetzt schließen. Und das war es dann quasi mit diesem Video. Wir haben quasi den nächsten Raum fertiggestellt und ja, nun lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar, wie ihr das Ganze gefunden habt jetzt quasi, den dritten Raum. Einen Raum werde ich noch machen und dann soll das Thema durch sein. Und ja, dann würde ich sagen, gibt es jetzt zum Abschluss noch das Video, das Abschlussergebnis. Und freut mich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und viel Spaß beim Weiterschauen. Bis dahin, ciao.